Ich bin hier in Medjugorje und bin mit, wie ist Ihr Name? Angela, Angela, woher kommst du? ich lebe in Berlin. In Berlin, lange in Berlin Aber gelebt ich, auch, in Potsdam, Wannsee, okay. Kibnice. Und du sagst, du bist schon als Kind hierher gekommen. Ja, weil ich bin eigentlich Kroatin. Also ich Mhm. stamme aus der Gegend von Split. Ja. Und als das hier passiert ist, da war ich, glaube ich, 11 Mhm. oder so. Und dann sind wir, als ich 12 war, bin ich schon mit meinen Eltern damals in Jugoslawien noch hierher gekommen. Mhm. Und da war das natürlich hier alles noch ganz anders. Also überhaupt keine Hotels und so. Es war ja nur ein kleines Dorf. Und das war aber damals schon eine unglaubliche Stimmung. Also was daran so überzeugend war, halt gar nicht so sehr jetzt, ob man das jetzt glaubt oder nicht, damals, als es passierte, weil es war ja auch eine sehr glaubensfeindliche Zeit in Jugoslawien, Genau. war der Glauben der Menschen. Der war so Mhm. stark. Ja. Und das war die Energie. Ja. Und für dich, du bist als Kind hierher gekommen. Kannst du dich erinnern, wie deine Reaktion als Kind war? Ich war sowieso sehr gläubig als Kind. Also ich Wow. war auch Ministrantin, bis ich 16 war. Ja. Und für mich war das so ganz natürlich. Also ich habe Mhm. sogar selber Schafe gehütet eine Zeit lang in dem Dorf meiner Großmutter. Und dann habe ich mit meiner Freundin auch immer gebetet. Und wir dachten immer, vielleicht erscheint uns irgendwann auch die Mutter Gottes. Mhm. Und deswegen, als Kind fand ich das halt, war das für mich jetzt gar nicht so ein großes Wunder oder so. Ich habe es irgendwie als selbstverständlich genommen. Und was würdest du Deutschen sagen? Du lebst in Deutschland, du lebst in Ja. Berlin, du weißt, was Deutschland ist. Ich war gerade da. Schwierig, der katholisch Glauben. Drücken wir es mal sanftmütig aus. Ja. Was würdest du denen sagen? Warum bist du katholisch und was ist so schön, katholisch zu sein? Zu glauben ist so, es ist schwierig, das intellektuell zu erklären. Man kann es intellektuell nicht fassen, weil sobald ich nachdenke, kommen in mir Zweifel auf. Es ist eher sowas wie Verliebtsein, ja. Es ist eine Erfahrung, eine menschliche Erfahrung. Und es ist so, wie wenn Sie jetzt sagen, erklären Sie jemanden, wie es ist, verliebt zu sein, der es noch nie war. Ja. Also es ist eine menschliche Erfahrung. Ja. Also das ist Aber es ist schön. Das ist schön, ne? Ja. Also ich glaub, viele Leute denken, mein Bruder hat mir immer gesagt, ich soll die Frage stellen, dass die denken, dass Gott der Vater ein alter Mann mit einem weißen Bart ist, der jähzornig ist und wartet, dass wir einen Fehler machen und uns in die Hölle schicken kann. So ist er nicht. Du hast eine andere Erfahrung gemacht. Gottes Ja. Erfahrung. Wie ist Gott der Vater für dich? Es ist so halt ein Gefühl von Liebe und Gnade vielleicht. Ja. Ja. Gnade, ja, das ist das Wort, das mir einfällt. Das ist ein altmodisches Wort, wird auch nicht mehr so viel verwendet, aber es gab Situationen in meinem Leben, wo ich diese Erfahrung eben hatte und Ja. es hat mir sehr geholfen immer. Wenn du sagst, diese Gnade, wie willst du das beschreiben? Warum hat dir das geholfen? War das Gebet oder was hast du erfahren? Ja, es war auch Gebet, aber es kam meistens gar nicht so erwartet. Also Ja. ich hatte diese Erfahrungen immer, wenn ich gar nicht damit gerechnet habe und dann Ja. plötzlich war es eben da und dann ist es sehr schwer zu beschreiben mit Worten. Ja. Das heißt, eine Präsenz, Gotteserfahrung, das Ja, genau. Gespür, du bist nicht alleine, jemand ist Ja, mit dir zusammen. man fühlt sich geliebt sozusagen und spürt das irgendwie in dem Moment sehr intensiv. Ja. Und wenn es dann vorbei ist, kann man es schon nicht mehr intellektuell erfassen. Also es ist wirklich eine Erfahrung. Und du gehst regelmäßig in die Kirche, gehe ich mal aus? Ja, also ich hatte viele Jahre, wo ich mich entfernt hatte auch, in meinem mittleren Leben sozusagen. Ich bin jetzt 53, also es ist lange her, dass ich hier das erste Mal war. Aber in den letzten 10 Jahren oder so zunehmend bin ich wieder zurückgekommen. Also ich war ein bisschen der verlorene Sohn, ja. Ja. Oder die verlorene Tochter. Und was hat dich zurückgebracht? Bedürfnis einfach. Oder halt, ich habe dann gemerkt, dass ich nicht geschaffen bin für den Atheismus. Ich habe das eine Zeit lang versucht, das hat nicht funktioniert. Ich bin dafür nicht geschaffen und dann habe ich alles mögliche andere probiert. Und dann habe ich festgestellt, dass ich irgendwie Gott stalke, ja, in allen möglichen Arten und dann habe ich mich sukzessive fast automatisch wieder zu meinem ursprünglichen Glauben bewegt. Da bin ich jetzt wieder, ja. Man kann das sehen und so überzeugt, also du die Erfahrung gemacht hast. Jesus Ja. wird es vielleicht beschreiben, Wiedergeburt im Geiste, oder? Dass Genau, du irgendeine sowas. tiefe Erfahrung gemacht hast. Und du betest den Rosenkranz? Bitte? Du betest den ja, ich Rosenkranz? bete den Rosenkranz. Was bedeutet das für dich? Was willst du Leute sagen? Was ist die Schönheit davon? Vom Rosenkranzgebet? Es ist eine mächtige Waffe. Warum? Ja, gegen alle Unwill sozusagen. Gegen? Alle Unwill. Ja, ist schön. Und beichtig gehst du auch? Ja. Überzeugt sehe ich. Was würdest du Menschen sagen? Viele Leute würden vielleicht gerne gehen und haben Angst, dahin zu gehen. Denkt der Priester, was macht er da mit mir und schimpft mit mir? Sagen wir es mal ganz banal. Der Priester ist ja sozusagen nur eine Brücke zu Gott und Ja. Man kann im Unterschied selbst zu manche Leute vergleichen das mit der Therapie, finde ich nicht, weil Therapeuten haben eine Meinung
ein Priester ist eigentlich nur das Gefäß, der Kontakt zu Gott. Und mir tut Beichten immer gut, weil ich da Dinge aussprechen kann, die ich sonst nie aussprechen kann. Also von niemandem. Wow, unbelievable. Und es kommt ans Licht und dadurch geht es weg, oder? Hast du auch die Erfahrung, dass du dann Frieden hast, wenn du weggehst? Ja, ja. Natürlich ist es auch eine Frage des Glaubens. Ja? Also man muss... Es ist ja manchmal nicht so einfach zu glauben, aber deswegen sage ich immer, es ist eine Frage der Erfahrung und des Zulassens oder so. Man kann es nicht herbeidenken, das bringt halt nichts. Deswegen, wenn Leute versuchen, das zu intellektualisieren, dann scheitern sie natürlich zwangsläufig, weil es darüber nicht funktioniert. Genau, richtig. Und was willst du jemandem sagen, der vielleicht Gott erfahren möchte? Wie kann er das erfahren? Es ist so ein bisschen wie in der Sixtinischen Kapelle, dieses Bild von Gott und dem Menschen. Ne? Der Gott streckt ja seinen Finger so sehr stark aus und der Mensch hält die so schlaff und eigentlich müsste er nur so machen. Ich glaube, das bedarf es, ne? Dieser kleinen Bewegung hin. Ich glaube, das reicht. Und was würdest du jetzt so generell sagen, was ist speziell am Medjugorje? Und warum kommst du jetzt in deiner Lebensphase auch wieder hierher? Es ist halt ein sehr spezieller Ort und hier sind so viele Menschen, die kommen alle aus dem gleichen Grund, ja, und das macht das aus, ja, also selbst kommen welche, die vielleicht gar nicht unbedingt jetzt an die Erscheinungen glauben oder so, muss ja gar nicht sein, ich persönlich glaube daran, aber ich glaube, es ist einfach die ganze Stimmung hier und die Friedlichkeit und so viel Glaube auf einen Haufen sozusagen, das ist sehr schön. Ist es für dich viele Leute sagen in Interviews, wie nach Hause kommen, Gefühl nach Hause zu kommen? Ja, in gewisser Weise schon. Ja. Es ist so ein bisschen für einen Moment so eine Pause von den ganzen Dingen, die einem halt so passieren, die ja nicht alle nur toll sind. Also auch, aber nicht nur. Und das ist irgendwie ein bisschen, ja. Wie gehst du damit um, wenn Sachen passieren, die nicht toll sind? Hilft dir der Glaube? Ja. Was würdest du Leuten sagen, die solche Sachen passieren? Was ist gut zu machen? Ja, muss ja jeder für sich ein bisschen rausfinden. Also ich bete dann und wende mich Gott zu und manchmal kommt dann die Hilfe nicht in dem Moment unbedingt, aber ein bisschen später kommt sie immer. Kommt immer durch Menschen, durch eine Eingabe? Sehr unterschiedliche Dinge. Es kann alles Mögliche sein. Man kann es nicht voraussagen. Genau, es sind viele, viele Dinge, die je nachdem, was gerade notwendig ist, dann widerfahren. Und am Ende, was würdest du Leuten sagen, warum sie mal nach Medjugorje kommen sollen? Ja, es ist vielleicht das, was ich am Anfang gesagt habe. Also wenn man sich jetzt verlieben will, dann passiert das ja auch nicht auf Kommando, aber wenn man sich auf die Suche macht, passiert das halt irgendwann, ja. Und hier ist es vielleicht ein Teil der Suche oder so. Hier ist ein Teil der Suche. Ja. Und was hast du hier gefunden, meine ich, in Medjugorje? Ich glaube, mein Glauben. Dein Glauben wirklich? Kannst du beschreiben, was da passiert ist? Dass du deinen Glauben wiedergefunden hast? Es war sozusagen dann der Ruf, hierher zu kommen. Und dann habe ich es irgendwie gemacht und das macht die Sache halt stärker. Verstärkt den Glauben, vertieft ihn, gibt Halt. Ja. Das ist Medjugorje? Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist ein wirklich besonderer Ort. Es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Ja, am besten mal herkommen, oder? Genau, Wir laden sie ein aus Deutschland alle, oder? Kommt ja, mal hierher. Ja, Ganz lieben Dank. Bitteschön.